Heiko Hülsmann hat es vollbracht, 7,5 Tonnen. Er ist sogar nutzbar mit 7,5 Tonnen. Das hängt natürlich davon ab, wie viel man da alles reinbaut. Ein echtes Variomobil unter 7,5 Tonnen mit MAN-Fahrgestell drunter. Ich grüße dich, Heiko. Sven, hallo. Die Farbe, das sieht so aus wie Champagner, so ein bisschen. Genau, ist so ein leichter, sandiger Silberton. Also nicht das reinrassige, harte Silber, sondern so ein bisschen sandig, champagnermäßig, wie du sagst. Finde ich eigentlich sehr schick. Und stellt den neuen Varius dar, den wir hier sehen, wie ich finde, mal sehr schön dar. Also finde ich ein super gelungenes Auto, weil wir den Varius Star jetzt an das Familiengesicht, so nennen wir es, angepasst haben. Wir sehen hier die Scheinwerfer, Ähnlichkeiten zum großen Bruder, zum Vario Perfect. Wir haben hier aber nur eine Breite von 2,30 Meter. Heißt, ein schmales Fahrzeug, 2,30 Meter Breite und nur 3,40 Meter Höhe auf einem MAN-Fahrgestell. Wir haben ja vor einigen Wochen schon mal das Fahrzeug gefilmt, als es im Rohbau war. Und, weiß nicht, so ein bisschen angesprochen. Und hier steht er nun fertig. Finde ich ein super gelungenes Fahrzeug. Knackig, handlich, 7,5 Tonnen und trotzdem dickes Fahrgestell drunter, ein MAN TGL. Ja, ist für ein Leben gebaut. Wer sowas haben möchte, hat sich bewusst für unter 7,5 Tonnen entschieden. Für die ist jetzt so ein bisschen die Speerspitze erreichbar. Das bedeutet ein Vario unter 7,5 Tonnen. Wir liegen aber hier schon bei fast einer 2/3 Million. Das heißt, wir liegen über 600.000 Euro in der Ausführung. Gut, ja, auch so ein Vario Star liegt mittlerweile bei roundabout 600.000 Euro. Aber wenn du schaust, dieses Fahrzeug ist nicht mehr viel anders als ein Vario Perfect. Er hat mittlerweile die gleiche Klappentechnik. Wir haben, jetzt du filmst gerade das Heck, finde ich super, super schön, schlicht, modern. Wir haben über die Klappentechnik auch die gleichen Schlösser, also Einhandbedienung, Einschlosssystem. Und ja, da ist nicht mehr viel Differenz oder das ist fast gar keine Differenz mehr zum Perfect, außer eben, dass es ein schmales Auto ist und ein niedriges, zartes Auto ist. Und ich finde, gerade das macht es attraktiv, weil nicht jeder möchte ja so ein Fahrzeug unbedingt auf dem Iveco Daily haben. Nein, großes Fahrgestell, MAN, mit schön viel Hubraum und eben als 8,8 Tonnen Variante, so bestellen wir die immer, abgelastet dann auf 7,49 Tonnen. Ja, ganz tolles Fahrzeug. Es ist technisch eine Meisterleistung, die ihr hinbekommen habt, überhaupt mal diesen Leichtbau so hinzubekommen. Die Wanddicke ist hier ein bisschen geringer. Das ist alles, ist genauso? Nee, ist genau wie beim Perfect. Alles identisch, absolut identisch. Das ist jetzt auch nicht wirklich Leichtbau, dass wir irgendwie andere Materialien verwenden als beim Perfect. Es ist nur so, dass der Vario Star eben durch die kleinere Karosse, schmalere Karosse natürlich ein bisschen Gewicht spart. Auch hier, wie du siehst, was du jetzt gerade filmst. Guck dir das hier an. Das ist total beeindruckend. Diesen Übergang. Da ist nichts. Von Front zum Aufbau, da ist nichts irgendwie abgesiegeltes mit einem Streifen. Das ist eine Einheit. Ich finde den neuen Vario Star, wie er hier steht, schon sehr gelungen und steht dem Perfect nichts nah. Wir sind unglaublich gefragt. Ihr habt ja einen Vario Star-Fahrer, den, glaube ich, die ganze Welt kennt. Er fährt damit rum. Auch er, ist das schon spruchreif? Nee, noch nicht. Ich kann mal kurz mal schauen. Das Coole dabei ist, ich sag mal, es ist eine eigene Fahrzeuggruppe. Ihr habt nicht so viele Vario Stars gebaut. Ihr habt früher viel mehr gebaut unter 7,5 Tonnen. Also noch vor 20, 30 Jahren, da waren ganz viele Fahrzeuge unter 7,5 Tonnen, oder? Richtig, der Vario Star war immer unter 7,5 Tonnen. Es gab den auch mal auf dem Sprinter, dann war er natürlich bei 5 Tonnen, 5,3 Tonnen. Aber den Vario Star haben wir auch immer schon auf dem MAN gebaut, da war er dann halt bei 7,5 Tonnen. Ich muss aber sagen, er ist dann irgendwann in die Jahre gekommen optisch und das haben die Kunden natürlich auch gesehen und der Perfect hat dann einen Sprung gemacht durch die neue Außenansicht, durch die neue Optik.
Und das war klar, dass wir den Star anpassen, nur das geht immer nur Stück für Stück. Und das ist jetzt hier eben so das Aktuellste, was so dasteht. Und ich finde, wenn man die Front sieht, sieht man ganz klar, wo das Auto herkommt. Ja. Fahrgestelle zu bekommen ist ein echtes Problem, muss man sagen. Ihr habt welche bekommen. Seitdem das voll digital ist der RAN noch mehr auf MAN gelaufen. Also Sie haben auch danach gezogen, was so Assistenzsysteme, ich sag mal moderne Anzeigen und so weiter. Das war ja vorher bei MAN so ein bisschen altbacken. Ja. Mittlerweile ebenbürtig mit Mercedes-Benz. Wir können ja gleich mal reingehen. Oder sogar ein Stückchen weiter. Ne? Ja. Also wenn du im Nahverkehr Fahrgestell guckst, eben bei den Atego wäre das Pendant dazu. Da ist der MAN, hat da schon die Nase vorn. Ne? Voll digitales Cockpit. Gastank möglich bei dem? Klar, ist möglich. Dieses Fahrzeug hat jetzt nur 2 Gasflaschen hier auf dem Auszug, dass ich das ausziehen kann. Wenn ein Gastank da ist, gibt es hier dann den Stutzen für die Fernbefüllung. So, auch das, ich nehme mal mit Du Control ist montiert. Ja. Dann Festtanktoilette hat er? Eben auch die Festtanktoilette, ganz genau. Eben die Toilette ist direkt über dem Fäkalientank montiert und somit haben wir dann die Chance, auch wieder unsere übliche und sehr begehrte Wasserspültoilette zu nehmen, ohne C-Hacker. Also ein wenig anfälliges System, was einfach super funktioniert. Auch hier siehst du die ganzen Schieber. Das ist alles genau das gleiche wie beim 1200er Perfect auch. Ja? Es riecht auch genauso. Das ist so dieses, nee, das ist interessant. Ihr habt Filz habt ihr hier verwendet, auch der Boden, das ist alles da. Die Klappen sind die gleichen. Das ist vom Arbeitsaufwand her leider auch fast der gleiche Aufwand. Ich meine, das ist so, wir reden ja hier von Bauplätzen, die euch zur Verfügung stehen. Wenn du hier so ein Auto baust, könntest du in fast den gleichen Zeitraum auch ein Perfect bauen, oder? Also ein Perfect in der gleichen Größe, in der gleichen Länge, dieses Auto ist 8,25 Meter. Ist der gleiche Aufwand. Ist das gleiche. Das weiß jeder, der mal, einen Schrank baut, ob der 5 cm breiter ist oder nicht, ist der gleiche Aufwand. Ja? Und eben diese Technik ist die gleiche jetzt geworden beim Star. Diese Scharnierleiste, die hier durchläuft. Du hast... das ist auch jetzt hier wieder zentral verriegelt natürlich. Der Lack ist der gleiche, oder? Der Lackauftrag? Der Lack ist natürlich auch der gleiche. Und somit hast du einfach nur ein kleines, zartes Auto, aber mit einer gleichen Qualität wie bei den großen Autos. Und das finde ich natürlich super interessant. Ist das Glas, Echtglas? Das ist Echtglas, das hat der Vario Star serienmäßig nicht, sondern der hat Acrylglasfenster. Hier ist es eben so, dass es ein Echtglasfenster ist. Das war hier Wunsch bei diesem Fahrzeug. Ansonsten sind es Acrylglasfenster, die optisch mittlerweile fast genauso aussehen wie diese Fenster. Siehst du optisch keinen großen Unterschied. Ja, du hast jetzt 17 Stück gebaut, die sind alle schon fertig, die stehen dort hinten und können ab morgen dann bestellt werden. Es läuft ein bisschen anders bei euch. Ihr seid eine Auftragsproduktion, das heißt, ihr habt schon mal Autos für eine Messe, aber im Regelfall sind die dann auf Kundenauftrag gebaut, oder? Genau, wir bauen natürlich Ausstellungsfahrzeuge, die irgendwie gezeigt werden müssen, in unserer Ausstellung hier in Bohmte, aber eben auch auf der Messe, auf dem Caravan-Salon zum Beispiel. Dann sind das Fahrzeuge, wo wir selber natürlich mit unterwegs sind, um einfach die Sachen zu testen, um zu schauen, wie funktioniert was. Und ansonsten sind es Fahrzeuge, die für einen Kunden gefertigt werden, wenn es keine Ausstellungsfahrzeuge sind. Ja. Genau, wenn du dich mal kurz reinsetzt, damit ich einen großen, normal würde ich jetzt ein 5-Mark-Stück holen, aber geht nicht. Das ist eine riesen, warte mal, du zeigst da hoch. Ja, einfach die Höhe, um die Höhe darzustellen, dass du hier einen Motorroller reinbekommst, Fahrräder sowieso. Also die Höhe hast du hier, die Breite hast du hier. Die Länge ist auch ausreichend, trotz 2,30 Meter Außenbreite. Also ich meine, mehr brauchst du hier nicht, ne? Ja, hier hinten sieht man auch schön, wie das Ganze hier gehalten wird. Also die Tür, das ist nicht nur irgendwie so ein Kunststoffscharnier, sondern das Ganze wird an 2 massiven Punkten zugehalten. Das ist Vario. Das ist Vario-like, genau. Ja, was soll ich sagen? Genau wie bei allen anderen auch. Gleiche Klappentechnik, gleiche Beschläge.
und ich finde, das macht den Vario Star jetzt auch besonders interessant, weil früher gab es da dann doch noch mehr Unterschiede zum Vario Perfect. Da wurde eine andere Klappentechnik verwendet, da wurden andere Schlösser verwendet. Das haben wir heute nicht mehr. Und somit ist er fast wie ein Perfect anzusehen, eben nur schmaler und ein bisschen zarter. Ich gucke mal kurz rein. Also Batterie, Hauptschalter, Aufbaubatterie. Es ist interessant, dass ihr euch für Leontron entschieden habt. Ihr seid, glaube ich, einer der ganz großen namhaften Hersteller, die als Erstausrüster jetzt Leontron verwenden. Und dein, ich sag mal, Dafürempfinden ist die, ich sag mal, Lithium-Technik E. Das ist hier bei der Gewichtsklasse ja sinnvoll, dass man sich für Lithium entscheidet. Aber ist das jetzt absolut angekommen? Also, dass Leontron als Erstausrüster verwendet wird? Naja, wir machen das jetzt schon etwas länger und sind absolut zufrieden. Die Batterien sind absolut stabil und außerdem ist ein super Support da von Leontron aus. Und also wir sind mit der Technik bestens zufrieden. Sehr schön, das wollte ich mal hören. Also, wir gehen mal kurz auf die andere Seite, dass wir mal sehen. Es ist ein riesen Kofferraum. Du kannst beidseitig durchladen. Ist die eine Klappe, die ist ein bisschen kleiner jetzt? An dieser Stelle ist es eine Tür. Ja. Das Fahrzeug sollte hier mit einer Tür gemacht werden, damit man auf dieser Seite nicht die ganze Klappe aufschwenken muss, die dann so einen Radius hat, sondern vielleicht nur so ein Stückchen aufmachen. Achso, ich stehe denn praktisch neben dem Nachbarn, kriegst du vielleicht gar nicht hoch. Die ist jetzt abgeschlossen, ich kann mal eben den Schlüssel holen. Ja, mach mal. Ich zeige mal ganz kurz das Heck in der Zeit, dass wir es nochmal sehen. Denn wenn wir etwas weiter zurückgehen, ist es nicht ganz so verzerrt. Hier im Weitwinkel drin, dass wir das Fahrzeug mal draufkriegen. Maße werden wir auch gleich mal erfahren. Sieht bei mir so raus, so um die 8,50 Meter Länge vom Fahrzeug. 8,25 Meter. 8,25. So, Anhängerkupplung fix ist da. Wir sind in Bohmte übrigens. So, hier ist jetzt eben die Tür. Sehr, sehr geräumig. Also das ist, wenn du hier reingehst, also es fühlt sich fast so an, als musst du es besteigen, weil du hast keine Kante hier bei der Tür. Die geht bis runter. Das ist das Schöne, dass du hier ohne Kante beladen kannst, dich reinknien kannst und ich sag mal, alles Mögliche hier machen kannst. Das ist einfach schön. Ne? So, Zuladung, du kannst ihn auflassen? Du könntest den auflassen auf 8,8 Tonnen, wobei diese Fahrzeuge in der Regel, ich sag mal, je nach Ausstattung zwischen 6,8 und 7 Tonnen wiegen. Und somit hast du eigentlich genug Zuladung, um so ein Fahrzeug zu bedienen. So, hier sind links die Starterbatterien, da ist jeweils ein Hauptschalter mit dabei. Dann hast du hier die Aufbaubatterien, Solar hat er auch. Solar hat er auch, genau. Auch eben nach Kundenwunsch. Ich sag mal, auch zwischen 300 und 800 Watt, manche wollen bis auf 1200 Watt gehen, muss man absprechen, je nachdem, was der Kunde mit dem Fahrzeug machen möchte. Es gibt ja Kunden, die nutzen so ein Fahrzeug in der Regel von mir aus auf dem Campingplatz und fahren von Campingplatz zu Campingplatz oder zum Stellplatz und brauchen fast gar keine Batterien, wenn du so willst. Und dann gibt es eben die Kunden, die sagen, nee, wir wollen schon sehr autark sein und stehen eigentlich nie am Netz. Und da musst du dann natürlich mal ein bisschen größere Batterien verbauen und eben auch das Solar erweitern. Und das haben wir hier eben gemacht und wird mit dem Kunden jeweils dann abgesprochen. So, auch hier wieder warmes Wasser. Was ist hier für eine Heizung drin? Eine alte? Eine alte Heizung, genau. Auch wie beim Perfect. Ja, auch die Staufächer sind hier isoliert, beheizt. Alles identisch. So, gleich werden wir auch den Innenraum sehen. Es hat sich einiges getan. Ein ganz neues Design hier drin. Ich habe ihn noch nicht gesehen, muss ich sagen. Bin extra noch nicht reingegangen. Hubstützenanlage, das geht auch. Also das heißt, normal sparen ja die Leute da an jedem Gramm. Naja, auch das funktioniert. Klar, hier 10 Kilo, hier 50 Kilo, da 30 Kilo. Das minimiert die Zuladung am Ende. Da muss man schauen, wie die Gesamtausstattung aussieht, wie sich das Fahrzeug dann insgesamt errechnet. Ja? Kurzer Hinweis, Auto ist zu 99% fertig. Er ist noch nicht abgenommen. Er kam gerade eben aus der Fertigung noch raus. Also nicht, dass einer denkt, hier ist noch was offen. Also es ist noch nicht abgenommen. Wir wollten es trotzdem mal zeigen, weil ich war gerade hier, weil wir nämlich auch gefilmt haben, wie er aussah im Rohbau. Und als ihr den neu geplant hattet, ich hatte das Video ja schon gesendet, da haben es schon einige gemeldet. Der Vario Star hat eine eigene Fangruppe, oder? Ja, absolut.
Es gibt einfach viele Leute, die sagen, Mensch, so ein großes Auto und ein breites Auto, 2,55 breit, nee, möchte ich nicht, vielleicht kann ich es auch nicht bewegen. Das hier ist so die C-Klasse, oder? Unter den Mercedes oder Ja, E-Klasse? Ich finde diesen Vergleich immer ein bisschen nicht ganz passend, weil für mich liegt eine C-Klasse ganz klar unter einer E-Klasse irgendwie. Das finde ich hier eigentlich nicht so, weil Er ist einfach kleiner. er ist nur kleiner. Es ist sonst ja alles gleich. Ich kann die gleiche Ausstattung wählen, die Qualität ist die gleiche, er ist einfach nur schmaler. Also für jemanden, der sagt, Mensch, ich möchte ein vernünftiges Fahrgestell darunter haben. Du weißt doch selber, was ich meine. Es gibt die Fraktionen, die sagen, naja, ich kaufe mir jetzt einen VW-Bus. Ja, wie ist der Name noch von dem Camper von California? Ich glaube jetzt in California, ja. Der kostet jetzt 100.000 Euro. Ja. So, da hast du genug Leute, die dann sagen, für 100.000 Euro kaufe ich mir ein richtiges Wohnmobil. Aber es sind zwei verschiedene Klassen. Das eine ist in California, leicht und wendig, kommt überall hin. Und das, ich sag mal, auch von der Verarbeitungsqualität sind die vielleicht auch ähnlich. Aber ich sag mal, es gibt ja Leute, die wollen sowas Kleines, oder? Genau das ist es. Ich glaube ja nicht, dass jemand sagt, also der in California kauft, der kauft den ja nicht, weil er 100.000 Euro kostet oder so. Oder der kauft, also das ist nicht der dann das gleiche Geld ausgibt und dann ein 8-Meter-Fahrzeug kauft. Nein, der will in California haben, weil er sagt, oh, das sind meine Bedürfnisse, das und das kann ich mit dem Auto machen und deswegen kaufe ich den. Und so ist es eben hier auch. Ich habe ein schmaleres Auto, ein wendigeres Auto, aber trotzdem großes Fahrgestell. Und das ist, glaube ich, ein anderer Kunde als der sagt, ich will ein großes Auto haben, am besten noch mit Pkw-Garage und Slide-Out. Nein, das ist hier halt kompakter. Also ihr merkt, wir eiern schon ganz schön rum, weil ich sag mal 600.000, 700.000 Euro, das heißt gleiche Fertigungsqualität, eigentlich auch gleiche Bauzeit, muss man sagen, wie bei einem anderen, trotzdem kompakteres Fahrzeug für eine eigene Kundengruppe, nicht kleiner, nicht größer, sondern einfach nur eine andere Klasse von der Größe. Also das ist, okay, ich habe es verstanden. Assistenzsysteme voll gespickt, oder? Alles da, wie beim Großen auch, oder nein, nicht wie beim Großen, auch wie beim TGL halt möglich sind. Und auch da jetzt das 360-Grad-System. Das nächste Fahrzeug wird auch Mirrorcams haben. Dieses Fahrzeug hat noch die Spiegel, ganz normalen Spiegel. Ja, alles möglich. Und das finde ich irgendwie cool bei so einem Auto. Ne? So, wir gehen mal kurz zurück, dann zeige ich mal, der Aufbau hier mit der Reling, das kennt man, Heiko. Das ist, glaube ich, so oder so ähnlich, wird das schon ewig gebaut bei euch. Das hat aber auch Gründe. Genau, du hast einfach, wie man sieht jetzt im vorderen Bereich, das Dach etwas niedriger, da wo du dann, ich sag mal, eine Sattantenne aufbauen kannst oder eine Klimaanlage. Und dann hinten im hinteren Bereich die Dacherhöhung, um dann wieder Stehhöhe zu generieren, hinten im Schlafbereich oder auch mehr Kopffreiheit in der Dusche zu haben. Das ist so typisch Vario, das mögen wir. Ich mag das auch, weil das Auto dadurch nicht so hoch wirkt. Wenn du von vorne schaust, der sieht schon irgendwie kompakt aus. Und das Ganze auf diesem Fahrgestell, ja, ist schon schwierig, das hinzukriegen, aber es ist gelungen. Und 3,40 Meter Höhe ist auch knackig. Ich finde es cool. Also es gibt ja auf der einen Seite große Limousinen, dann gibt es so, ich sag mal, ganz zarte, du hast eben ein Wort verwendet, zart, hast du gesagt, ein zartes Auto. Ja. Wir gehen mal rein, als eben der Motor anging, was hat der für einen Hubraum? Ja, 4,5 Liter, das ist jetzt der Vierzylinder, den gibt es ja auch als Sechszylinder. Kann man natürlich auch machen. Der Sechszylinder wiegt dann zusammen mit seinem 12-Gang-Getriebe nochmal 250, 280 Kilo mehr. Da muss man dann gucken, ob es das noch als 7 Braucht man das? Braucht man, geht der Vierzylinder? Geht. Von der Motorleistung her, von der Kraft her brauchst du es nicht. Wenn jemand sagt, Sound. Laufkultur ist natürlich mit 2 Zylindern mehr noch ein bisschen besser. Da wird es aber enger, aber muss man dann sagen. Mit 7,5 Tonnen eben irgendwann nicht mehr möglich sein. So, wir machen mal auf. Also du sagst, der ist schon recht voll und trotzdem hat man hier fast eine halbe Tonne Zuladung. Das ist so. Was ist denn da schon mit drin in der halben Tonne? Ist der Fahrer mit drin? Naja gut, das ist Masse im fahrbereiten Zustand. Heißt, der Fahrer ist mit drin, der Dieseltank ist zu 90% gefüllt, der Frischwassertank, der Fahrfrischwassertank. Naja, und dann kommt eben die Ausstattung, die der Kunde
gewählt hat, je nachdem, was er wählt. Hier in diesem Fall, wie gesagt, die Hatglasfenster, hydraulische Stützen, Dachklimaanlage, Markise, Metallic-Lackierung. Gut, er hat ja vorher gewusst, was er kriegt. Also an Gewicht. Ihr könnt ja bis aufs Gramm ausrechnen, was das später wiegt. Ganz genau. Viele sind ja mit leichtem Gepäck unterwegs. Das heißt, die haben gelernt, wer so ein Auto kauft, lernt damit zu reisen. Jetzt ist es aber auch so, viele sagen auch, ich ziehe da einfach mal einen kleinen Anhänger hinterher, wenn es sehr viel wird. Sieht man ganz oft, so ein Nachläufer, 750 Kilo, den kann ich einfach fahren. Das würde gehen und viele haben ja auch ein Auto mit dabei. Das heißt, die haben einen großen Hänger mit dabei, hängen den hinten dran, das sieht man oft, oder? Ja, kein Problem. Das Fahrzeug kann ja bis 3,5 Tonnen ziehen und das ist eben das Schöne. Das macht das Fahrgestell ja auch mit. Ja, das ist dafür ausgelegt und da kommt man nicht an seine Grenzen. Also, Retarder, ist das nötig hier bei der Fahrzeugklasse oder sagst du, ein Retarder ist nicht zwingend erforderlich? Nein, ist meiner Meinung nach nicht zwingend erforderlich, weil man also eine Staudruckbremse hat, eine Motorbremse hat, eine verstärkte Motorbremse hat, die mittlerweile schon sehr gut funktioniert. Und ich sag mal, der jetzt ständig in den Alpen unterwegs ist und da ständig irgendwelche steilen Berge fährt, da könnte man das überlegen, aber ansonsten ist das nicht erforderlich, nein. So, es riecht wie in einem Möbelhaus, also in einem... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es riecht nicht nach Chemie hier. Dann die Hölzer, alles Echtholz? Genau, natürlich auch wie ganz normal bei uns, eben als Echtholz und in diesem Fall in Eiche gemacht und als Silver-Eiche, so nennen wir den Farbton. Der ist so leicht gebleicht, kann das sein? Ja, das ist so ein Grauton. Silver nennen wir das, wie gesagt. Und ich finde schick, in Kombination mit den weißen Klappen, in Kombination mit den schwarzen Komponenten. Du möchtest die Schiebetür zuziehen. Ja, die alte Vario. Die ist ja oben verriegelt, genau. Ich will mal das Gesamtbild sehen. Es ist euch ja extrem wichtig, dass der neue Eigner lange Freude an dem Fahrzeug hat, dass ihr zeitloses Design propagiert. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil wenn du dir Fahrzeuge siehst, teilweise auf deinen Industriefilmen, die du drauf hast, dass diese Fahrzeuge dann, ich sag mal, schon alt aussehen, bloß weil sie ein rotes Holz haben. Du kennst das ja selber. Da steckst du nicht drin bei den Trends, oder? Naja, bei den Trends steckst du nicht drin, du musst sie aber gehen, weil damit du ein modernes Auto bekommst und wir sind in 2022, ich sag mal, da wird Kirsche halt nicht mehr so sehr angesagt, ja. Und somit, du hast ja schon einige Filme nun gemacht, hast du viele unterschiedliche Fahrzeuge bei uns gesehen und so eben auch diesen hier, wie ich finde, recht modern, aber doch zeitlos und der wird dir auch in 5 Jahren noch gefallen. Nee, absolut. Also ich mache mir bei Vario keine Sorgen, also weil es ist ja dem Eigner, dem halt das Ganze gefällt, aber es ist interessant, wie die Modeindustrie auch hier beim Reisemobil, beim hochwertigen Reisemobil bei euch ja nicht Halt macht. Das heißt, die Leute sehen vielleicht auf Messen sowas, ihr seht das selber, wo geht denn die Reise hin? Helles Holz, vorher war ja alles dunkel, das Weiße, aber ihr habt einen tollen Kontrast vom Holz in Verbindung mit diesen weißen Oberflächen gewählt, die extrem modern aussehen. Also das ist auch gar nicht Arztpraxis, weil du hier immer diesen Kontrast mit dem Holz hast, mit diesem Beige-Ton, der da ist. Also hier war ja mal Beige schwer im Trend, jetzt ist das so ein weiß-grau beim Leder. Genau, ein ganz helles Grau, was sich einfach in die Farbe hier einfügt. Du hast ja jetzt im Prinzip nur eine Farbe oder wenn du so willst, schwarz, grau, weiß. Das ist ja im Prinzip eine Richtung, sonst hast du hier keine Farbe mehr. Und du musst halt mit den weißen Komponenten schon aufpassen, dass das nicht, wie du sagst, Arztpraxis wird und vielleicht zu clean und zu klinisch wird und nicht mehr gemütlich ist. Und von daher musst du aufpassen, inwieweit kombiniert man das mit Hölzern, welche Fläche wird in Holz gemacht, welche mache ich in Weiß. Da muss man schon aufpassen. Wie ich finde, hier sehr gelungen. Und mich spricht das alles total an und ich mag's. Hier sehen wir beim Vario Star der Grund, warum der nur 3,40 Meter hoch ist. Du hast eine kleine Motordeckelerhöhung, die musst du haben. Deswegen ist dieser Laufboden einfach niedriger. Das hast du vielleicht beim Einstieg gemerkt. Die Stufen waren nicht so hoch.
Dadurch kommst du mit der Höhe hin. Den haben wir relativ klein gewählt, sodass der ja zwar da ist, aber im täglichen Leben nicht so stört. Egal, ob du dich hier hinsetzt oder zum Fahrerplatz gehst, ja, der ist da, aber es ist alles super zugänglich. Ja. Heiko, großes Kompliment. Hubbett habt ihr nicht, oder? Im Programm. Haben wir schon. Aber ich glaube nicht, dass viele Vario-Kunden Hubbetten bestellen, weil die nehmen ja unglaublich viel weg an Platz. Das Fahrzeug wirkt für seine 2,30 Meter innen extrem groß, was aber auch ein bisschen was, glaube ich, damit zu tun hat, ist die Farbwahl der Möbel. Weil wenn du jetzt noch eine drückende Farbe holen würdest, das heißt, wir würden jetzt hier oben, gut, oben wird es ja nicht gehen, aber allein schon die Schränke, dass die weiß sind, die Bänder durchgehend, das sieht aus wie im Cockpit beim Flugzeug, ganz modern. Ja, also, das ist eben genau der Trick, dass du sagst, wie wähle ich die Farben, welche Farbe mache ich wo? Wenn du hier jetzt was Dunkles bringen würdest hier oben, drückt das auch wesentlich mehr als diese helle, freundliche Front. Und natürlich musst du dann auch da aufpassen, wie tief baue ich die Schränke, wie weit ziehe ich die in den Raum rein. Meiner Meinung nach müssen sie nicht tiefer sein, als dass du da einen Teller reinbekommst. Ja? Mehr Tiefe brauchst du da nicht. Oder von mir aus eine Akte reinbekommst. Wenn du mal gerade mit der Hand mal reingehst, dass man mal sieht, wie tief das ist. Ja, also da kriegst du auch große Teller rein. Du kriegst große Teller rein, du kriegst einen Aktenordner rein und die Tiefe reicht in der Regel aus, um die Hängeschränke zu haben. Mehr brauchst du da nicht. Auch das Schließen, das ist satt. Klappern, Anspruch auch hier, kein Klappern. Auch hier natürlich genauso wie bei allen anderen Fahrzeugen auch. Aber ich sag mal, wenn du das hier so siehst, das ist halt alles sehr massiv. Das ist halt der Grund, warum möglichst wenig klappert. Wenn du so massiv und solide baust, dann hast du halt die Gewähr, dass dem so ist. Ja. Ihr baut ja, wir haben das Video ja gezeigt, wie die Rohkarosse gebaut worden ist, der Aufbau. Ihr baut ja von außen nach innen. Das ist eine Besonderheit, die wenige Fahrzeughersteller machen. Gerade in der Massenproduktion wird erst das Möbel gebaut und dann außen kann man machen. Was hat das für einen Vorteil? Das Ganze ist nochmal steifer, oder? Das ist so, dass die Karosse an sich erstmal als Rohbau gefertigt wird und diese Rohkarosse, dieser Rohbau, der könnte auf die Straße ohne Möbelbau. Das heißt, wir brauchen nicht den Möbelbau, die Wände, um die Karosserie zu versteifen. Nein, die Karosserie ist selbsttragend. Ich finde, das ist schon so ein Qualitäts- und Leistungsmerkmal, wo du sagst, hört sich irgendwie stabiler und solide an. Und das ist eigentlich der Grund, dass du die Kabine selber schon mal steif und stabil hast. So, das ist ein sehr interessantes Bedienfeld, weil das baut ihr wirklich schon sehr, sehr lange. Das ist quasi euer Industriestandard. Bei den kleinen Fahrzeugen macht alles, was es soll. Also das ist wahrscheinlich so Füllstandsanzeigen und Batteriestand. Ja, ist im Prinzip genau das gleiche, wie wenn du ein Bussystem hast oder wie unser neues Bussystem beim Perfect. Hast du hier genau das gleiche, die gleichen Anzeigen, nur eben anders dargestellt, anders aufbereitet. Aber für den Kunden im Prinzip das Gleiche. Und klar, das ist jetzt wieder ein Unterschied zum Perfect, ja, aber ich sag mal, da kann man absolut mit leben und nicht jeder will unbedingt das Licht in Spanien übers Handy im Wohnmobil einschalten, was in Osnabrück steht. Also die große Herausforderung hier war, ein neues Lichtdesign zu schaffen. Das ist euch gelungen. Ihr habt indirektes Licht gemacht. Du hast zu mir gesagt, fahr mal raus. Jetzt haben wir das Glück, es ist schön bewölkt draußen. Man kann sehr schön sehen, jetzt auch tagsüber, wie viel indirektes Licht ihr mittlerweile einsetzt. Überall. Was man natürlich bei den alten sehr aufwendig nachrüsten muss, was ihr auch macht. Also ihr baut ja teilweise alte auch auf neue innen, was man auch machen kann. Aber hier vom Lichtdesign her, da wart ihr lange dran, also damit es genauso ist, wie es hier ist, oder? Ja klar, ich sag mal, früher gab es ja schon mal diese Lichttechnik gar nicht. Wenn du dir vorstellst, hier ist ja ein ganz, ganz kleiner, ganz feiner LED-Schlauch drin und ein Schlauch, der nicht so einzelne Punkte darstellt, sondern ein durchgehendes, homogenes Licht darstellt. Und erst dann finde ich es schön, wenn das so punktemäßig ist, dann finde ich das so ein bisschen... ist nicht so ansprechend. Und diese Technik gibt es ja noch gar nicht unbedingt so lange. Also früher konnte man das noch gar nicht verwenden. Und ja klar, auch alte Fahrzeuge werden heute dann umgebaut. Wenn der Kunde es möchte, stellen wir die Fahrzeuge um und setzen dort dementsprechend was ein. Industriestandard bei LKWs, Webasto, Klimaanlage. Habe ich noch nie im Reisemobil gesehen. Ist das neu für euch?
Ja, also wir sind da halt am ganzen Markt unterwegs und gucken einfach, welche Systeme sind interessant, welche Systeme kann man verwenden. Und auch diese Klimaanlage von Webasto hat Vorteile, sie ist sehr leise und läuft sehr angenehm. Und naja, so muss man halt gucken, was will ich haben, was will auch vielleicht der Kunde haben. Und ist doch egal, welche man einbaut, der Aufwand ist der gleiche. Ich habe es noch nie gesehen. Das ist für mich was ganz Neues. Ja, also ja. Wir zeigen mal ganz kurz das Cockpit. Ich habe es eben schon erwähnt, das ist ein richtiges Männerlenkrad. Also das ist ein LKW, der wird im Nahverkehr eingesetzt. Da sind Laufleistungen, ich erwähne es immer wieder gerne, MAN macht andere neidisch. Wir reden genau. hier... Das ist halt ein richtiger satter LKW. Und das ist eine solide Basis. Ich erkläre das immer ganz gerne, wenn man sagt, ich will ein 5-Familienhaus bauen, dann nehme ich dort auch ein Fundament für ein 5-Familienhaus und nicht das Fundament für ein Einfamilienhaus. Und hier habe ich einfach ein super Fundament, was einfach super stabil ist und eben wahrscheinlich mehr kann, als was es hier abgefordert wird. Aber ich habe halt immer Reserven und komme nie an die Grenzen von so einem Fahrgestell. Und ich habe halt alle Vorteile wie so ein Abstandsregeltempomat, so ein Spurhalteassistent, Spurverlasswarner heißt es bei MAN. Ich habe ein Multifunktionslenkrad. Ich finde auch übrigens das Cockpit super schick. Das hat sich echt gewandelt. Früher war das ja noch Armaturenbrett. Heute ist das so ein bisschen hier ergonomisch zum Fahrer hingewandt. Einfach schick gemacht. Und sowas wollen wir auch zeigen. Wir setzen dann hier unten das farblich nochmal ab. Das ist jetzt passend hier zu dem Leder lackiert in dem unteren Bereich. Und das war nicht so. Nein, das ist so nicht. Das sieht anders aus, wenn du es von MAN bekommst. Aber somit nimmst du dem Ganzen so ein bisschen LKW-Charakter, machst es ein bisschen wohnlicher und beziehst das Ganze mehr in den Wohnraum ein. Und ich find's schick. Ne, du hast eine Lenkradvorstellung, das kannst du hier hinstellen, das kannst du dir hier überall hinziehen. Ach, das ist natürlich auch super zum Drehen für den Sitz, oder? Dass du es ganz wegklappen kannst. Ganz genau, das kannst du hier schön machen. Ach so, mit Luftdruck war das? Das ist per Luft alles, ja. Wir haben ja, auch beim MAN haben wir eine Luftdruckbremse, ein Druckluftsystem und das nutzt man hier auch für die Lenkradvorstellung. Sag mal, kurze Frage, Fahrgestell, liegen wir da schon über 100 bei so einem Fahrgestell? Nein, da liegst du drunter. Liegen wir drunter. Ja. Der Aufwand ist ja ihr seid ja Fahrzeughersteller, alles wird von Hand gefertigt, die Frontmaske, GfK haben wir ein eigenes Video gemacht, die Heckmaske, die, ich sag mal, nur vom Feinsten verwendet ihr. Thema ist ja Lebensdauer. Ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, Fahrzeuge zu bauen, die mit größter Wahrscheinlichkeit uns beide überleben werden. Das ist leider so. Also mit der Ansage bist du jetzt, ja gut, du sagst so, ich meine, ihr habt jetzt Fahrzeuge mit H-Kennzeichen, weiß nicht, ob da Mitarbeiter, die damals vor 30 Jahren da waren, vielleicht hat sie schon ereilt, aber die sind für die Ewigkeit gebaut. Also das wirklich, dass du in 40, 50 Jahren Leute sagen, weißt du was, wir bauen da jetzt einen Elektromotor ein, das Ding fährt immer noch. Ja. Das haben wir tatsächlich so, dass wir teilweise Anfragen haben, wo jemand sagt, Mensch, können wir das Chassis oder den Motor tauschen, weil unser Aufbau, den wollen wir gerne umsetzen. Oder wir wollen einen anderen Motor rein haben, weil der Motor noch von damals nur 80 PS hat und wir kommen die Kasseler Berge nicht hoch. Das heißt, der Aufbau, also unser Werk hat im Prinzip alles überlebt und hat es gut überstanden und man will das weiter erhalten, aber man kommt vielleicht mit der Technik, mit der Fahrgestelltechnik von früher nicht mehr klar. Aber ansonsten ist dem Ganzen also eigentlich kein Ende so großartig gesetzt. Ne? So, Verdunklungssysteme. Ihr habt vorne einen richtigen Rollo drin. Genau, wir haben einmal seitlich hier die Vertikalgeschichten, die du auch von oben nach unten dann machen kannst. Zusätzlich hast du dann eben vorne das Rollo, was du runter machst. Und ich finde, wenn du das hier alles so schön zu hast, ich finde, das macht schon einen guten Eindruck. Und das macht Spaß. Auch das ist ein neues System, was wir jetzt als erstes auch im Perfect eingesetzt haben und jetzt auch mit in dem Star übernommen haben. Dometic, lässt grüßen.
Also ein gutes System, ist ja sehr bewährt, oder? Das ist ein gutes System. Du kannst es hier oben auch nochmal runterfahren in der Privacy-Funktion. Ja, viele werden das vielleicht schon kennen. Und dann ziehst du den eben mit hinterher auf die gleiche Höhe und sagst, okay, ich kann vielleicht noch rausgucken, aber mir kann keiner großartig hier reinschauen. Das ist so schlimm, wenn ich Leute, die auf den Campingplatz kommen, erstmal alles zumachen. Da habe ich gesagt, da hätten sie eigentlich keine Fenster reinbauen müssen, wenn du reinkommst, alles zumachst. Das Schöne ist, ihr habt Blinds, die nicht alle haben. Also sprich solche, wie nennt man die noch? Holzjalousetten. Holzjalousetten, die du so einstellen kannst, dass sie die gleiche Privacy-Funktion haben wie hier vorne. Das heißt, du kannst rausschauen, aber derjenige kann nicht gut reinschauen. Klappern die stark, die Holzjalousetten, oder sind die im Fahrbetrieb hochzuziehen? Also ich sage den Kunden immer, sie sollten sie hochziehen, weil sie eventuell bei schlechten Straßen dann ein bisschen schlagen könnten. Ich weiß aber, dass die meisten das nicht machen, weil also gibt es ein angenehmes Geräusch, dann ist das hier wohl so. Das ist kein unangenehmes Klappern, aber ich sag mal, wenn man die hochziehen will, kann man das auch machen. Das geht relativ schnell. Die hast du dann hier hochgezogen und dann sind die oben. Zusätzlich hast du natürlich dann noch hier eine zusätzliche Verdunklung, um das richtig dunkel zu machen, und eben auch Moskito. Aber das ist eben schön, wie du sagst, wenn du das hier ja so halb transparent machen möchtest, oder du kannst es auch so stellen, dass du sagst, ich kann rausgucken, aber es kann eben keiner reingucken. Und was ich toll finde, ist, dass die Campingfenster nicht zu sehen sind, in Anführungsstrichen. Nichts gegen die bösen Fenster, aber die sind ja mal nicht wie zu Hause und dadurch verschwinden die komplett. Das heißt, du hast eine Lichteinheit, so als wäre es ein Fensterband wie zu Hause. Das erinnert mich dann weniger an das Thema Campingmobil. Gut, voll integriert bedeutet, ich sehe ja immer meinen Fahrerhausbereich. Aber da stehen ja ganz viele drauf, muss man sagen, so ein bisschen Trucker-Feeling, oder? Also ganz ehrlich, schau dir das doch an. Ich will das doch gar nicht wegdrehen. Ich will das doch sehen. Ich bin halt im Wohnmobil unterwegs und ich finde, diese Anlage, diese Systeme, das kannst du doch heute, das will ich doch sehen. Und wenn man das so, wie wir es hier gemacht haben, noch farblich ein bisschen schick macht, dann ist doch alles okay. Ich finde es toll. Das Einzige, was mich natürlich ein bisschen abschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Thema Lieferbarkeit. Denn ich sag mal, viele Kunden kommen rein. Wir stehen zwischen 2 und 3 Jahre, glaube ich, im Moment Lieferzeit. Ja, 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Aber es ist noch gar nicht euch geschuldet. Ihr könntet sogar noch ein bisschen mehr bauen, wenn noch mehr Fahrgestelle kämen. Ihr wartet teilweise auf Fahrgestelle 18 Monate. Naja, wobei man sagen muss, dass der Vorlauf im Moment so groß ist für uns von der Fertigung her, dass wir Zeit genug haben, die Fahrgestelle frühzeitig zu bestellen. Und da sind wir vorausschauend unterwegs, da passiert nichts. Wir wollen aber oder wir können nicht mehr Stückzahl fertigen, weil du diese Art der Fahrzeuge in dieser Individualität, in dieser Qualität nicht mehr bauen kannst. Du musst Fachleute haben, die wir hier haben. Wo willst du noch mehr Fachleute herbekommen? Und deswegen läufst du, glaube ich, Gefahr, wenn du die Stückzahl erhöhst, dass die Qualität zurückgeht. Und das ist etwas, was wir gar nicht wollen. 15 bis 20 Fahrzeuge im Jahr, kann man ja offen sagen. Das ist eine Kleinstserienfertigung. Deswegen ist jeder Vario, wenn der irgendwo auftaucht, sehr umlagert, muss man schon sagen. Leute sind sehr fasziniert von dem Mythos Vario Mobil. Ist ja fast ein Mythos. Ihr habt einen eigenen Vario Owners Club. Zeig mal gerade deine Ärmel. Kann man es mal sehen. Du trägst es voller Stolz. Ihr habt ein neues Logo. Das ist jetzt auch wieder reduzierter, was sich in der Frontmaske nochmal wiederfindet von jedem Vario, was mit drin ist. Du kaufst ein Stück, ich sag mal, Mythos, Legende, Vario Mobil, warum machen das nicht mehr? Weil wir haben uns eben drüber unterhalten, wo Leute zu dir kommen und sagen, die Marge muss doch endlos hoch sein bei euch. Da hast du nur gelacht. Da hast du gesagt, das ist so schwierig, also unter, ich sag mal, diesen Bedingungen, Zulieferindustrie, Fahrgestelle, Lohnkosten, Inflation und so weiter, das richtig zu planen. Also ich sag mal, das ist so, das ist ein Business wie jedes andere. Das ist hart, oder? Das ist immer das Fatale. Man sieht diese schönen Autos, man sieht tolle Oberflächen, man sieht ein super Finish. Da steckt aber ganz, ganz viel harte Arbeit dahinter. Das vergisst man vielleicht so in dem Moment, wenn man das so sieht.
Natürlich verdienen wir Geld damit. Jede Firma lebt davon, dass sie Geld verdient. Aber das ist schon harte Arbeit, die man da leisten muss. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Also ich erwähne nur mal, es sind allein schon 120.000 Euro Mehrwertsteuer fast drin, die, ich sag mal, mit drin sind. Geht so ein Fahrzeug nach Holland zum Beispiel, kommt noch eine Luxussteuer drauf. Geht es nach Österreich, kennst du selber, da wird es noch teurer, was da ist. Also irgendwie sind ja auch viele Kosten Steuern, einfach die gezahlt werden müssen. Also es ist gut, das ist mal so, da muss man mit leben. Aber ich sag mal, trotzdem ist es ja ein wertiges Auto und es unterscheidet sich einfach schon extrem von den ganzen Serienherstellern, weil der Kunde ein individuell gebautes Auto bekommt. Das heißt, der kann 1:1 bestimmen, wie groß will ich die Küche haben, wie soll der Grundriss überhaupt aussehen, was will ich haben. Und ich sag mal, das ist kein Auto von der Stange und da fährt auch nicht jeder mit rum. Will ich denn ein Auto haben, wo noch 1000 andere mitfahren? Nein, ich möchte ein spezielles Auto haben. Und guck dir sowas an, das hat mit Caravan oder Camping nichts zu tun. Das ist halt wie zu Hause, ja. Schon eine sehr, sehr hochwertige Küche. Und so zieht sich das durchs ganze Fahrzeug durch. Wenn du so Armaturen siehst, das sind haushaltsübliche Armaturen. Ja? So ein Staronbecken hier eingelassen, flächenbündig. Du siehst hier keine Naht. Das ist doch wunderschön. Habt ihr das selber gebaut? Das haben wir alles selber gemacht, ja. Das fertigen wir alles selber an. Und, du hast eben das Material gesagt, was ist das? Das ist ein Staron. Was ist das? Das ist ein Mineralwerkstoff. Okay. Man kennt vielleicht den Begriff Korean besser. Staron ist im Prinzip das Gleiche. Und ja. Ein schönes Detail hier, die Haken integriert in der Kleiderschranktür. In der Kleiderschranktür, dass du mal Sachen aufhängen kannst. Jeder Kunde hat hier seinen eigenen Kleiderschrank, die Frau rechts, der Mann links oder andersrum, ist egal. So gibt es keine Streitigkeiten. Warte mal ganz kurz, ich komme sofort zu dir. Mach mal bitte unten die Tür auf, dass wir da mal reinschauen. Weil viele interessieren sich ja für den Stauraum. Es ist eingeschlagen wie ein Erdbeben, unser Video. Nachdem du gesagt hast, die Front wird neu gemacht. Viele Vario-Star-Fahrer haben drauf gewartet. Die neue Optik, das neue Design jetzt umgesetzt. Das Coole ist, dass ihr sehr lange dran festhaltet. Also es ist schon vielen schon zu lange. Aber die Vollintegrierten haben natürlich den Vorteil, du siehst nicht, was drunter ist. Du hast da keine Trends, keine Modetrends, denen du immer folgen musst. Kann man eigentlich einen alten updaten mit der Frontmaske? Ja, könnte man vielleicht rein theoretisch, wollen wir aber gar nicht. Die alten sind die alten. Ja. Sprengt auch preislich immer den Rahmen. Ich muss sagen, dieser schnelle Umschwung auf neue Fronten, auf neue Gesichter, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Mir persönlich macht es keinen Spaß, wenn ich ein Fahrzeug bestellt habe und weiß genau, oh, in 2 Jahren gibt es schon wieder was Neues. Ich habe den noch nicht mal geliefert bekommen und da gibt es schon den neuen. Ich finde, das kann es nicht sein. Deswegen hält man relativ lange daran fest, aber auch nur dann, wenn es optisch funktioniert. Wenn man natürlich optisch sagt, oh, die Front oder das Fahrzeug an sich ist in die Jahre gekommen, da muss man was tun, dann geht man daran, egal wie lange das her ist. Aber wenn ich zum Beispiel unser altes Perfect-Gesicht sehe, was wir lange Jahre gebaut haben, haben alle hinterher gesagt, warum macht ihr das denn neu? Das ist doch wunderschön. Ja, da war es dann aber einfach so, dass es zu alt war von den Jahren her. Ansonsten hätte man das nicht unbedingt anfassen müssen, ja. Ich zeig mal, also auch hier wieder ein Kleiderschrank, hängende Kleider, 2 Stück, Länge 8,25 Meter. Das ist eine Herausforderung. Viele Fahrzeuge sind ja 7,5 Tonnen mit 9 Meter und X, die dann schon mit auch einer Breite von 2,40, das geht alles aufs Gewicht, musst du sagen, die dann wirklich dann teilweise im Katalog schon überladen sind. Ja. So ist es hier, besonderes Bett. Du hast nicht einen typischen Einstieg wie bei vielen anderen, sondern du gehst einfach rein, eine ganz leichte Stufe und setzt dich dann mit dem Poppes einfach drauf. Kann man das? Du hast hier volle Stehhöhe, ich kann mich bewegen, ich kann jetzt hier, auch das ist natürlich ein Kundenwunsch, jemand kann auch sagen, ich möchte das hier tiefer haben und ich möchte ein Querbett haben oder möchte das als komplette Liegefläche haben. Das ist kein Problem. Ich persönlich mag das so, weil ich sagen kann, ich komme noch gut in die Betten und kann trotzdem hier schlaf nicht wirklich komplett getrennt und also ich mag das so. Und wenn du hier mal diese Rückwand anschaust,
bisschen Ablage, ein bisschen indirekte Beleuchtung. Auch nicht wieder viel mit Schickimicki gespielt. Eben wieder diese schlichte Eleganz, die wir gerade schon angesprochen haben. Mach mal auf bitte so einen Schrank. Der ist ja gut, die Qualität, Gasdruckdämpfer überall drin. Dann hast du hier drunter noch einen Schrank eigentlich? Hier unter den... Du hast einmal hier den Relaisverteiler. Das heißt, das wäre vielleicht etwas, wo, wenn mal einmal in 5 Jahren die Sicherung rausfliegt oder der FI, dann kann man hier ganz gut rankommen. Auch wenn man aus der Dusche kommt mit Schaum in den Haaren, muss man nicht nach draußen. Ist sicherlich nicht oft der Fall. Und hier hast du dann noch ein sehr, sehr großes Fach. Ich weiß nicht, für Handtücher, für Schuhe, für alles Mögliche. Also, ich fasse mal zusammen. Ein tolles Fahrzeug mit allen Genen eines echten Variomobils. Ein bisschen kürzer, ein bisschen leichter, ein bisschen schmaler, ein bisschen zarter. Zarter, genau. Aber trotzdem mit Hubraum nochmal vom MAN. 4,5 Liter. 4,5 Liter. Vergleichbar, ich sag mal, MAN ist ja schon eine eigene Klasse. Artego ist ungefähr die gleiche, der Vierzylinder Artego. Sind vergleichbar, wobei ich sage, dass der Artego mittlerweile in die Jahre gekommen ist und das modernere Auto im Moment der MAN ganz klar ist. Die ganzen Helferchen, die der MAN hat, kriegst du beim Artego im Moment nicht. Aktive Spurhalteassistenten, Abstandstempomat, solche Geschichten. Hat der einen Abbiegeassistenten? Nein, den hat er nicht. Hat er nicht. Nee. So, zeig mal gerade. Gut, wir sind ja auch hier im Nahverkehr, muss man auch dazu sagen. Du sagst, der neue, der kommt, hat auch die Mirrorcams. Wir haben das jetzt auch bei MAN. Genau, das nächste Fahrzeug ist im Bau für uns als Ausstellungsfahrzeug und dieses Fahrzeug bekommt dann Mirrorcams. Da haben wir einen neuen Hersteller gefunden, wo wir sagen, ja, die Außenkameras sind hübsch, das System ist qualitativ sehr gut und deswegen wollen wir es hier einsetzen. Ja, und auch zugelassen, das ist ein wichtiges Thema. Das ist natürlich der wichtigste Punkt, ja. So, also ich zeige mal gerade, das ist der Innenraum. Also wenn du mal hier durch die Kamera schaust, das macht da was her, oder? Sehr schön, ja. Kann man auch Standbilder machen. Also wir werden hier mal ein paar PDFs machen von den Filmen jeweils. Wir haben ja immer die Möglichkeit, überall Standbilder zu schießen. Der Kühlschrank, auch hier ein Klassiker gewählt, der neue Dometic Tower mit Grill. Da werden jetzt viele sagen, ja, den habe ich aber auch in meinem gerade oder so irgendwas drin. Das ist aber so, das ist Stand der Technik heute, das ist der beste Kühlschrank in dem Bereich. Ich wollte gerade sagen, der ist ja nicht schlecht, das System. Und was will man da anders machen? Und wenn man sagt, man will ein Gasfahrzeug haben, heißt, brauche ich einen Kühlschrank mit AES-System, heißt 12 Volt, 230 Volt und Gas. Und dann noch einen Gasbackofen dabei. Ich finde das System toll. Und der kostet mittlerweile Aufpreis bei den meisten der AES. Das heißt, der Kompressor ist jetzt ohne Aufpreis. AES kostet 1100 Euro mehr. Weil da muss ja außen müssen Schnitte gemacht werden. Der ist ja, ich sag mal, schwieriger einzubauen und so weiter. Hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, weil es kommt. Der Vorteil ist, der Stromverbrauch ist sehr gering. Ja. Gastank, sagst du, wäre kein Problem? Gastank ist gar kein Problem. Verbauen wir parallel zur Kardanwelle, zum Rahmen. Also du nimmst ja auch kein Außenstaufach deswegen. Du musst nur vom Gewicht her gucken, ob das passt. Aber nochmal eben kurz zum Kühlschrank zurückzukommen. Manche sagen ja vielleicht, ach, der hat keine Leistung. Also ich sag mal, wenn du mal die Außenhautfolien angeschaut hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass du keine obere Abluft hast. Du hast zwar eine Zuluft zum Kühlschrank unten, aber die Abluft geht oben übers Dach. Der Kamin. Der Kamin. Das heißt, wir haben einen relativ langen Kamin und gehen nicht über die Seitenwand weg, sondern ziehen übers Dach. Und das funktioniert fantastisch, auch ohne Ventilator. Also ich war nie unzufrieden mit dem. Es war nur, am Schluss war es halt so, es ist viel leiser, muss man auch dazu sagen. Ja. Mach mal bitte die Tür zu vorne. Das war mal, also hinten. Also da ist noch eine Tür, da könnte man einen Spiegel haben auf Wunsch, wenn man will. Geht. Keine Frage, ja. So, Spiegel, dann die Dusche bitte mal aufmachen, weil es hat eben ein bisschen gespiegelt. Wie wird die gelockt eigentlich während der Fahrt? Hast du hier oben Riegel drauf. Okay. So. Auch hier, schau dir die Armaturen an. Ich sag mal, wir haben ja mit schwarzen Beschlägen gearbeitet. Das zieht sich ja durchs ganze Fahrzeug durch. Du findest hier keine chrom- oder silbernen Beschläge. Finde ich, auch speziell zu der Betonoptik. Ich weiß nicht, ob das im Bild richtig rüberkommt, aber ich finde, das sieht doch klasse aus, oder? Ist da jetzt ein Loch drin eigentlich? Absolut, geht bis nach außen durch. Nein, ist eine Vertiefung. Fühlt sich aber so an, oder? Nein, ist auch eine Vertiefung, wie es halt im Beton so ist.
Nee, es sieht echt gut aus. Also bloß du weißt, es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt, das seine Fans hat. Also wer auf Qualität steht, MAN, muss er fairerweise dazu sagen, es gibt ja nur wenige Hersteller, die auch von außen nach innen bauen. Du weißt ja, beim Fränkischen gibt es noch einen, der das so ein bisschen macht, MAN sehr stark einsetzt, der aber, ich sag mal, ein anderes System verfolgt, der so ein bisschen zwischen euch liegt, was da ist, der auch sehr zufrieden ist mit MAN, wo die Leute sagen, also meisten meiner Kunden wollen den MAN haben, weil das ist einfach ein Fahrzeug, so ein bisschen wie die G-Klasse von Mercedes, weißt du, das ist so ein eigentlich nicht kaputt zu kriegen, oder? So ist es. Naja, und ich sag's nochmal, jetzt eben auf die neue Technik bezogen, die haben halt viel gemacht. Das Grundfahrzeug, das Chassis, der Rahmen ist ja im Prinzip gar nicht geändert, den baut man ja seit Jahren schon so. Aber eben, ja, mit dem neuen Armaturenbrett und die neue Technik, die dahinter steckt, moderner Motor und so, das insgesamt macht das Fahrzeug sehr interessant. Und ich sag mal, wo kannst du ein Fahrzeug mit 2,30 Meter Außenbreite auf einem MAN bekommen? Nein, da steckt sonst ein Iveco Daily drunter, aber das will nicht jeder. Eurocargo kriege ich ja jetzt, muss man sagen, aber das ist nicht euer Anspruch, muss man dazu sagen, die Assistenzsysteme oder und so weiter und so fort. MAN ist, glaube ich, schon ein Vario, da muss ein MAN oder ein Mercedes drunter. So ist es, also das habt ihr festgestellt. Was habt ihr noch gebaut damals an Fahrgestellen? Also wir haben im Prinzip alles schon verbaut. Auch wir haben früher mal mit Iveco ein bisschen rumprobiert. Fahren auch, muss man sagen. Ja klar, fahren die irgendwie. Ich habe auch schon DAF aufgebaut, wir haben Volvos aufgebaut. Ja, wir haben ziemlich viel schon gemacht. Das ist so. Serviceanspruch ist ja ganz wichtig. MAN rühmt sich ja, einen der besten Service anzubieten. Deswegen kaufen viele auch den VW-Bus als MAN, muss man sagen, den großen Bus, den Crafter als MAN, weil die kommen raus. Das ist der LKW-Service, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das ist, ich sag mal, ein Riesenplus. Naja, auch deswegen schon, weil wenn du so ein Fahrzeug als VW kaufst, VW-Häuser, Servicestätten sind gar nicht darauf ausgelegt, diese großen Fahrzeuge zu servicen. Die haben gar keine Hebebühne dafür, die haben gar nicht die Garagentore oder die Einfahrtstore dafür. MAN sehr wohl, weil er die großen Fahrzeuge kennt. Und deswegen ist eigentlich so ein Fahrzeug bei MAN viel besser aufgehoben. So, zeig mal bitte noch die Basitzgruppe. Hier könnte der Hund zum Beispiel drunter liegen. Ihr habt euch bewusst für einen Stempel entschieden. Es hat mehrere Gründe. Damit, wenn du den ausziehst, der immer noch stabil ist, hier kannst du jetzt die Platte umlegen, um den Tisch eben zu vergrößern. Und das Ganze ist dann eben sehr schön stabil. Also und hast du jetzt hier einen wunderschönen Tisch, wo du hier schön essen kannst, vielleicht mal Karten spielen kannst, der immer noch stabil ist, weil du hier den Fuß drunter hast. Ja? Hat sich im Innenraum jetzt viel geändert vom Grundriss her? In wie viel verschiedenen Grundrissen gibt es denn? Gibt es den nur als Basitzgruppe? Nein, den gibt es ja in allen Grundrissen. Der Kunde kann ja 1:1 wählen, wie er es haben möchte. Ich sag mal, wir verbauen sehr, sehr viel die Barversion, weil das einfach schön ist, es ist angenehm. Ich sag mal, ich kann hier zum einen sitzen, vielleicht mal die Füße hoch machen, die Beine hochlegen. Ich kann wunderschön fernsehen. Der nächste kann da sitzen, kann die Sitzlehne zurück machen, kann fernsehen. Ich kann trotzdem dann auf den See da draußen gucken, wenn ich die Windschutzscheibe frei habe. Dann ist eigentlich dieser Sitz natürlich auch gedreht, der Fahrersitz, sodass ich freie Sicht habe. Also ich finde es einfach angenehm und schön. Also ich kriege jetzt ausnahmsweise mal keine Basitzgruppe, ich muss alles mal ausprobieren. War sehr zufrieden mit der Basitzgruppe, weil der Platz hier ist eigentlich der schönste Platz, wenn ich fahre, den vorderen Sitz umlege, kann ich von hinten nach vorne rausgucken, habe trotzdem ich bin sonnengeschützt, kennst du selber, du fährst in Richtung Süden, hast dauernd die Sonne auf den Beinen, das wollen viele nicht. Also mich hast du überzeugt, du weißt, wie ich darüber denke. Das ist A, natürlich die Lieferzeit, B, der Preis, aber ich sag mal, Fans von hochwertigen Dingen, ein BMW kostet halt ein bisschen mehr wie ein Volkswagen in der gleichen Klasse. Das hat seinen Grund. Ein Porsche kostet noch mehr und ihr seid halt mal der Porsche unter den Herstellern. So muss man es auch fairerweise sagen, der Porsche 911. Naja, und wenn du jetzt so dieses Fahrzeug mal siehst und wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir außen gesehen haben, die Klappentechnik, die Front, all dieses ist ja so wie ein Vario Perfect. Und der Vario Star war früher, vor 30 Jahren, sage ich mal immer,
ja immer so der kleinere und das Einstiegsmodell. Das ist heute nicht mehr so. Das ist ein vollwertiges Auto, was ja zwar schmaler ist, zarter ist, ich sag's nochmal, aber sonst dem Perfect nichts nachsteht. Und ja, dadurch muss natürlich auch der Preis irgendwo in die Richtung gehen. Ja, ich wollte es nur mal kurz, weil die Vorwegnahme von Einwänden ist ganz wichtig bei dem Auto hier, weil da viele sagen, da kaufe ich mir doch direkt einen großen, aber das ist nicht der Anspruch. Ist ja, kann man ja machen, ist ja kein Problem. Aber es gibt halt genug Kunden, die sagen, ich will aber ein zartes Auto haben, aber trotzdem irgendwie ein hochwertiges Auto haben. Und der wäre hier richtig. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Heiko. Jetzt haben wir doch hier draußen gedreht, aber es ist so bewölkt, dass wir das tolle Lichtdesign, was ihr hier entwickelt habt, wo du gesagt hast, dieses Fahrzeug wirkt unglaublich in Verbindung mit Licht. Du wirst begeistert sein, wenn du die Videos siehst, anschließend. Es ist, glaube ich, so rübergekommen, wie du das wolltest. Die Holzfarben, kann der Kunde da, also ich meine, ihr seid ja von der Tiefe her, es gibt ja viele, die sagen, ich habe nur 2 Hölzer. Da seid ihr ja eure Stärke. Der Kunde kann alles bestimmen, den Boden bestimmen, die Holzfarbe bestimmen, alles, oder? Naja, solange das irgendwie zu besorgen ist und lieferbar ist, kann der Kunde komplett bestimmen. Wir haben Fahrzeuge gebaut, wo der Kunde 250 Jahre alte Eiche aus Familienbesitz verbaut haben wollte. Traumhaft, macht unheimlich Spaß, hat er bekommen. Das Auto ist jetzt, weiß ich nicht, 7, 8 Jahre alt. Sieht traumhaft aus, wie so ein Chalet. Und nein, so kann der Kunde wirklich komplett sein Auto wählen und sein Auto bekommen. Man lebt nur einmal. Das ist also das, was die Leute wirklich feststellen. Thema Wertanlage, Variomobil. Man hat ja heute das Gefühl, dass die Flucht in Immobilien stark ist, aber auch die Flucht in, ich sag, Freizeitfahrzeuge. Also der Werterhalt, das gibt's ja nur bei ganz wenigen Autoherstellern, dass Autos an Wert gewinnen. Du sagst immer, naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber guck mal, selbst du musstest in den letzten 3 Jahren die Preise erhöhen. Es blieb ja gar nichts anderes übrig. Naja, gut, das ist ja nun mal so, klar. Aber wie gesagt, eine Wertanlage ist es nicht. Das kann man so nicht sagen. Aber die Preise sind schon relativ stabil. Und man bekommt schon auch für gebrauchte Fahrzeuge ordentliche Preise. Ja, ich sag mal so, wenn ich den jetzt 3 Jahre fahren würde, was keinen Sinn macht, weil wenn ich 3 Jahre drauf warte oder 2 Jahre, fahre ich den nicht nur 3 Jahre, dann fahre ich ihn länger. Aber dann wird der wahrscheinlich in 3 Jahren höchstwahrscheinlich auch wesentlich teurer sein müssen, weil auch es sieht ja so aus, als ob alles teurer wird, oder? Das Neufahrzeug ist dann natürlich teurer. Nur dann ist dieses Auto ja auch 3 Jahre alt und dann kann man ja nicht mehr den Neupreis verlangen. Ja, aber das sehe ich aber heute schon ganz oft. Also Leute, 2 Jahre alte Autos mit Laufleistung. Habt ihr Kunden, die alle 3 Jahre einen neuen kriegen? Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Manche fahren die Autos 30 Jahre, 20 Jahre, 15 Jahre. Manche sagen auch nach 3 Jahren, ich möchte mal was Neues haben. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber die werden jetzt nicht aus dem Laden rausgeschmissen, die sagen, hier, du bist doch erst 3 Jahre alt, du kannst noch 5 Jahre fahren. Nur, also pass auf, wir leben davon, dass wir Autos bauen. Also von daher, ihr habt Kunden, die haben 2, habe ich gehört. Gibt's auch, ja. Wir machen all das, was der Kunde möchte. So, ihr baut übrigens auch ganz viel gewerbliche Fahrzeuge immer noch oder hat das abgenommen? Das heißt, nee, auch immer noch. Also für Banken, habe ich gesehen, für Banken, Showcars, für Untersuchungsmobile, ja. All diese Dinge, Brückenprüffahrzeuge bauen wir derzeit auf Sprinterbasis. Nein, also wir sind da recht vielseitig unterwegs und ich sage immer, wir bauen alles, was Räder hat, aber der Hauptbestandteil ist schon Reisemobile. Und vielleicht noch einen Takt zum Vertrieb. Ihr habt ja zentralen Vertrieb, ihr habt kein Fachhandelsnetzwerk. Das heißt, wenn ich also jetzt aus, sag mal, Zypern komme, muss ich zu dir zum Service fahren, korrekt? Ja, zum einen zum Service, aber auch für den Kauf eines solchen Fahrzeugs. Wir haben das mal vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren mal über einen Händler versucht, neue Fahrzeuge zu verkaufen. Das funktioniert einfach nicht, weil die Fahrzeuge absolut individuell sind. Und wenn der Kunde mit dem Händler durchspricht, oh, ich möchte, weiß ich nicht, einen größeren Frischwassertank haben. Und der Verkäufer sagt dann, ja, alles kein Problem. Ruft dann bei uns im Werk an und das Werk sagt, oh, das geht doch gar nicht. Dann sagt der Kunde, ja, aber Sie haben mir doch gesagt, das geht. Und somit hat sich herausgestellt, nein, diese Individualität und Küche kleiner, hier vielleicht schräg, das Sofa vorgezogen. So kurze Wege, ich habe Details. Das müssen kurze Wege sein, genau. Ja. Das geht nicht über eine dritte Person. Und deswegen ist das der direkte Kontakt
mit dem Werk und das lieben die Kunden auch. Die Kunden kommen auch während der Produktion her und schauen mal, oh, wie weit ist denn mein Fahrzeug und kann ich schon mal gucken. Ist das nicht voll nervig für euch? Nee. Das ist super interessant. Ich mag das total, weil man die leuchtenden Augen der Kunden einfach sieht und das Fahrzeug, man wächst mit dem Fahrzeug, man kriegt den Bau mit, man hat eine ganz ungefähr, andere Bindung. wie lange baut ihr, wie viele Monate? Die reine Bauzeit hängt natürlich von der Größe des Fahrzeugs ab. Wenn ich jetzt so ein 8,25 Meter Auto wie hier habe, ist das sicherlich was anderes, als wenn ich ein 12 Meter Perfect mit Slide-Out habe. 3 Monate? Aber in der Regel sind das, bei so einem Star 800 wie hier 4 Monate, bei so einem Perfect 1200, auch gerne mal 9 oder 10 Monate. Es ist so, das heißt, da gehen Hunderte, wenn nicht Tausende Arbeitsstunden rein. Das ist so, man kann ja allein mal den Arbeitswert hochrechnen, der hier reingeht. Das ist unglaublich, was hier drauf geht. Ja. Also, okay, wir haben genug, glaube ich, erklärt, warum man so ein Fahrzeug kaufen sollte. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, warum ihr ihn nicht kauft und dann doch lieber, ein Produkt von Hymer oder von Knaus oder keine Ahnung. Das sind auch ganz tolle Fahrzeuge. Aber hier muss man sagen, ihr habt ein Segment quasi mit kreiert, das es seit über 30 Jahren gibt, erfolgreich. Die Leute, die Autos heute noch fahren, die gesucht sind wie kein anderes, das hast du kaum bei Fahrzeugen im Massenbereich. Wie viele Fahrzeuge habt ihr? Also 30 mal 2, ungefähr 500, 600 auf der Straße? So ungefähr haben wir das mal überschlagen, werden auf der Straße sein. Einige wenige sind voll, oder? Ja, wobei sehr, sehr selten. Also so ungefähr müssten 500, 600 Autos auf der Straße sein. Ja. So, komm, wir gehen mal raus. Ja. Mach mal zu hier. Noch einmal kurz sehen. Das finde ich auch pragmatisch gelöst. Fahrzeug ist noch nicht abgenommen. Also du hast mich extra gewarnt, hast gesagt 99%. Genau. Und es hakt hier, wie du siehst. Und es wird hier dann eingelegt. Wir haben gerade eben einen Alkoven gefilmt. Da war die Checkliste drin. Der hier hat noch gar keine Checkliste erfahren. Der ist nämlich noch mitten im Bau, zu 99% fertig. Aber der wird erst noch gecheckt und das Checken, ihr fahrt sogar, ich glaube 100 Kilometer mit dem Fahrzeug Probe. Wir fahren das Auto ausgiebig Probe, um einfach Sachen festzustellen. Ist irgendwo alles in Ordnung? Klappert irgendwo was? Läuft das Auto richtig? Und okay, das heißt, der Kunde muss das nicht trockenbohnen. Nee, das sollte nicht so sein. Das ist ja schade. Der Kunde, wenn er ein Auto übernimmt, will der ein fertiges Auto haben, wo er dann sagt, oh, alles klar, jetzt geht's los. So, wir zeigen euch noch ein Auto, was wir gleich mal ausgiebig präsentieren werden. Das letzte für heute. Das ist der hier, korrekt? Genau, ein Perfect 1100. Ein 1100, der ist zu wie viel Prozent fertig? Ich würde sagen zu 90, knapp 90% fertig. 90% fertig. Man kann viel sehen. Man sieht auch hier nochmal, das Schöne ist, dass du neben dem Auto hier ein Jimny bequem hier auch nochmal 2 Fahrräder reinkriegst. Eine Besonderheit, Breite 2,50? Ja, 2,50 breit und mit einer relativ großen Heckgarage, obwohl er nur 11 Meter ist. Schönes Fahrzeug, finde ich. Also ich nenne das mal Jimny, dass die Leute das finden werden. Wir drehen heute übrigens für alle Interessierten am 8. Juni 2022. Tschüss Heiko. Tschüss Sven, bis zum nächsten Mal.